Okay. Konsa, kore nani? リの猫ですね。イノ肉? Maji? Yo, konnichiwa alle zusammen! Heute habe ich ein neues Tutorial für euch vorbereitet. Und zwar werde ich euch einweisen in die Tradition japanischer Kinderspiele. Ihr habt richtig gehört, denn die japanischen Kinderspiele sind komplett anders als das, was wir in Deutschland damals gespielt haben. Wobei ich sagen muss, dass ich gar kein Kinderspiel aus Deutschland kenne. Ich hab mir mal wieder Neues geschrieben. Also dann Leute, jetzt hat's gerade in der Brust gezogen. Also dann Leute, kommen wir zu Nummer 1. Dragon. Dragon Ball Game. Ist quasi wie Xing Shang Shong, aber wesentlich cooler. Und zwar gibt es grundsätzlich im Dragon Ball Game 4 verschiedene Techniken. Und zwar haben wir den Charge. Das ist eine etwas abgewandelte Form von Son Gokus Stellung, wenn er anfängt, sein Kamehameha zu laden. Und dann haben wir natürlich den Angriff. Um ein Kamehameha erfolgreich ausführen zu können, braucht man den Charge als Voraussetzung in der vorigen Runde. Als dritte Technik haben wir... Was ist das? Als dritte Technik haben wir Barrier. Das hilft einem ganz einfach, sich vor der Attacke zu schützen. Als vierte Technik, die eigentlich wesentlich effektiver als Barrier ist und damit Barrier total überflüssig macht, aber egal, haben wir den Mirror. Diese Technik ist zum Reflektieren der Attacke gedacht, um somit den Gegner, der einen Kamehameha eventuell verwendet, ihn zurückzusenden und somit stirbt der Gegner. Das Ganze kann man natürlich dann auch erweitern, indem man andere Attacken hinzufügt und der Charge dann natürlich auch anders aussieht. Da hätten wir beispielsweise Special Beam Cannon! Gib mir eure Energie! Los! Yeah! Wenn ihr Profis im Game werdet, dann sieht das dann ungefähr so aus. Goe! Den Namen des nächsten Games kennt eigentlich so gut wie keiner, deswegen sagen alle immer Koreano. Tatsächlich hat das Game einen Namen und nennt sich Machi. Wird aber keiner hier verstehen. Und zwar geht es in Machi darum, dass der Spieler mit seinen Fingern auf die des Gegners tippt und die Fingeranzahl des Spielers sich dann auf die Fingeranzahl des Gegners addiert. Das Ganze geht von 1 bis 5 und wenn 5 überschritten wird, fängt man wieder bei 1 an. Wenn aber genau 5 erreicht wurde, dann verliert ein Gegner seine Hand und verliert damit diese Hand. Das Ziel ist es, des Gegners beide Hände zu besiegen. Es gibt dann noch gewisse Spielvariationen, wo man in seinem Zug seine eigene Fingeranzahl verändern kann. Ja, grundsätzlich sehr, sehr easy zu spielen. Kommen wir zum nächsten Game, nämlich Yamanote-sen Game. Yamanote-sen oder Yamanote Line ist die Zugverbindung, die Tokio umrundet. Ursprünglich war das Game angedacht, dass die Spieler einzeln nacheinander die Stationen in der richtigen Reihenfolge ansagen. Und wer einen Fehler macht, der ist dann halt raus. In den meisten Fällen werden aber Themen angesagt, so wie zum Beispiel Pokémon, Baumarten, Saftmarken. In den meisten Fällen genau diese 3. Und das Ganze wird noch mit einem Rhythmus aufgebaut, sodass die Spieler zwischendrin keine Zeit haben zum Nachdenken. Giorgio Armani. Fancy. Boss. Gianni Versace. Armani. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Kommen wir zum letzten Spiel, welches heißt Yubismaple. Das Spiel lohnt sich mehr, wenn man in einer Gruppe ab 3 oder mehr spielt, aber man kann das natürlich auch zu zweit spielen. Und zwar geht es grundsätzlich darum, dass man eine Zahl auswählt, die zwischen 0 und der maximalen Anzahl der Gruppenmitglieder liegt. In dem Moment, wo der Spieler die Zahl sagt, entscheiden sich alle anderen Spieler individuell, ob sie den Finger zeigen oder nicht. Wenn die gesagte Zahl vom Spieler mit der gezeigten Zahl der Finger übereinstimmt, dann hat der Spieler gewonnen und ist raus. Und zwar wird bei Yubismaple folgender Spruch im Vornherein verwendet. Ise no. Um das Spiel ein bisschen länger zu gestalten, kann man auch 2 Hände dazu nehmen. Damit würde sich dann die Maximalanzahl der Finger verdoppeln. Ise no 3. 0.
Ja, und im Prinzip kann jedes Spiel hier in Japan in einem Trinkspiel enden. Aber unter allen geilen Games in Japan, die man hier als Trinkspieler durchführen kann, entscheiden sich die Leute dann doch lieber Xing Shang Shong die ganze Nacht lang durchzuzocken. Ohne Mist. Die ganze Nacht. What the fuck? Was, morgen? Aber die gestalten das auch so interessant, denn die sind da mit voller Energie dabei und die schreien auch immer ihren Zug raus. Aber trotzdem muss ich sagen, eine ganze Nacht lang Xing Shang Shong und daraus ein Trinkspiel. Leute. Ja, also die Japaner sagen nicht Schere, Stein, Papier oder Rock, Scissors, Papers. Und zwar geht das Saisho wa gu, Janken pa. Und wenn Leute das gleiche ausgewählt haben, dann ist die Rückrunde Aiko desho. So Leute, zum Abschluss würde ich sagen, dass wir mal eine Runde Janken Pan spielen. Also dann Leute, hebt eure Hand hoch. Saisho wa gu, Janken. Okay Leute, jetzt geht's wirklich los. Also dann Saisho wa gu, Janken pan. Okay, jetzt habe ich bestimmt noch ein paar Leute, die dasselbe haben wie ich. Also dann Aiko desho. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr ausgewählt habt und wer mit mir eine Rückrunde gespielt hat. Jo, das war's dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wie immer, wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt's mir in die Kommentare, denn demnächst kommt wieder ein neues Hey Chu Video raus. Und vergisst nicht den Hashtag davor. Den Hashtag. Ja, ansonsten kleine Ankündigungen für meinen Instagram-Account, den ich immer für kleine Mini-Stories aus meinem Alltag verwende. Da ich schon oft angefragt werde, meine Weltreise zu präsentieren, dachte ich mir, dafür werde ich jetzt die nächsten Wochen nutzen und meinen Instagram-Account täglich mit Fotos aus meiner alten Weltreise updaten. Beginnen werde ich natürlich mit meiner Japan-Reise. Das heißt, ihr werdet die nächsten Wochen viele verschiedene Orte von meiner Japan-Reise zu sehen bekommen. Des Weiteren nochmal für diejenigen, die mein Video über Patreon nicht gesehen haben, ich habe eine Charity gestartet und dafür nutze ich einen Patreon-Account. Und für die Leute, die finden, dass es cool ist, anderen Menschen zu helfen, gebt mir einfach eine kleine Spende mit dazu und dann bauen wir was Großes über die Community auf. Also dann Leute, das war's dann für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und stay genki. Sayonara. Ciao.